die Queerbeauftragten, die sich hier hinstellen und irgendwie irgendein Zeug reden, haben von meiner Lebenswirklichkeit überhaupt gar keine Ahnung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verbitte mir jede Einmischung in mein Leben, in meine Familie von diesem übergriffigen Staat. Damit muss Schluss sein. Wir wollen die Freiheit als AfD erhalten und das heißt einfach in Ruhe gelassen werden von all dem ganzen Genderzeug und von einem übergriffigen Staat. Hey Leute, schön, dass ihr dabei seid. Ist das der Moment, in dem sich Deutschland endlich verändert? Alice Weidel wurde als AfD-Kanzlerkandidatin vorgestellt und was sie in ihrer Rede gesagt hat, könnte einen Wendepunkt in der deutschen Politik markieren. Aber wie realistisch ist das? Und was bedeutet das für uns alle? Bleibt dran, denn wir schauen uns alles genau an. Auf geht's! Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Präsentation unserer Kanzlerkandidatin. Bitte setzen Sie sich, stellen Sie die Kameras scharf. Herr Kupala, bitte. Ja, ich möchte erstmal die Pressevertreter begrüßen. Herzlich willkommen oder guten Morgen kann man ja fast noch sagen. Schön, dass Sie alle hierher gefunden haben zu einem wirklich für uns als Partei historischen Tag, in dem wir Ihnen heute unsere erste Kanzlerkandidatin vorstellen und natürlich auch präsentieren möchten. Nach 2013, unserem ersten Bundestagswahlkampf 2017, 2021, haben wir nun im Jahr 2025 eine Kanzlerkandidatin. Ich habe heute dem Bundesvorstand in einer Sondersitzung vorgeschlagen, meine liebe Co-Sprecherin Dr. Alice Weidel als Kanzlerkandidatin für die Bundestagswahl 2025 zu nominieren. Mein Vorschlag wurde dabei einstimmig angenommen und auch in der nachfolgenden Sitzung der Bund-Länder-Konferenz der Landesvorsitzenden und deren Vertreter wurde auch von allen Landesvorsitzenden unser Vorschlag des Bundesvorstandes, Frau Dr. Weidel als Kanzlerkandidatin am 11. Januar in Riesa auf unserem Bundesparteitag zu nominieren, angenommen. Also von daher haben die Gremien der Partei Frau Dr. Alice Weidel auch dahingehend unterstützt und auch meinen Vorschlag unterstützt. Ja, ich möchte vielleicht eingangs noch 2, 3 persönliche Worte auch Ihnen mitteilen und natürlich auch meine Eindrücke der letzten Tage und Woche, wie es auch zu dieser Entscheidung gekommen ist. Sie haben ja bereits aus der Presse entnommen, dass diese Diskussion in unserer Partei ganz anderen Verlautbarungen, die vielleicht erwartet oder nicht erwartet wurden, sehr harmonisch abgegangen sind, dass wir uns darauf schon relativ zeitnah geeinigt haben. Und ich will es mal so sagen, ich bin nicht bloß mit dieser Entscheidung fein, sondern auch sehr fein. Ich bin wirklich sehr froh, dass Frau Dr. Weidel, dass die Alice Weidel diesen Vorschlag und auch dieses Amt annimmt, weil wir wissen alle, auch ich weiß das noch aus dem Wahlkampf, den wir zusammen 2021 gemeinsam bestritten haben, was das für eine Arbeit ist, was das für eine Herausforderung ist. Deshalb freue ich mich sehr, dass sie auch diese Aufgabe für uns als Partei übernimmt. Und ich will es auch nochmal, wie gesagt, persönlich sagen, wir sehen uns hier auch in diesem Wahlkampf, gerade in dieser Kürze der Zeit, als Mannschaft mit einer Stürmerin und der Bundessprecher Tino Kruppalla als Libero, der natürlich diese Mannschaft mit unterstützt und auch füttert, dass unsere Stürmerin so viel wie möglich Tore erzielt und dahingehend auch Torschützenkönigin wird bei dieser Bundestagswahl und dass wir alle ein sehr gutes Ergebnis erzielen werden. Davon gehen wir aus. Ich denke, das ist unser Anspruch. Es ist Zeit für Deutschland, was unser Motto bei dieser diesjährigen Bundestagswahl ist. Auch Zeit für Alice Weidel. Und deshalb freue ich mich, liebe Alice, dass du das auch übernommen hast. Und wir wünschen dir, ich persönlich, dir natürlich viel Erfolg und viel Glück. Und ich übergebe dir jetzt auch gern das Wort, damit du deinen Zukunftsplan für Deutschland uns allen vorstellen kannst. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, lieber Tino. Erstmal herzlich willkommen auch an Sie, liebe Pressevertreter. Heute ist ein großer Tag für die Partei und ein großer Tag für Deutschland. Wir sind vor 11 Jahren angetreten als Alternative und wir stellen erstmalig
einen Kanzlerkandidaten, eine Kanzlerkandidatin. Wir sind bundesweit in den Umfragen zweitstärkste Kraft und daraus leiten wir ganz klar einen Regierungsanspruch ab, denn wir wollen es besser machen. Wir wollen Deutschland wieder nach vorne bringen. Wir wollen wieder an der Spitze weltweit stehen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken beim Bundesvorstand, der mich einstimmig nominiert hat am heutigen Morgen. Ich möchte mich ganz herzlich bei den Landessprechern bedanken, die mich heute Morgen hier gewählt haben, mich nominiert haben für den Bundesparteitag in Riesa. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich, von Herzen für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Und ich weiß, dass ich mich auf euch alle verlassen kann. Und da nochmal ein herzliches Dankeschön an die Landessprecher und an den Bundesvorstand. Deutschland ist in einer seiner schwersten Krisen. Wir haben in unserem Land 20 Jahre Große Koalition und Ampel hinter uns und wir sind abgestürzt. Unser Land ist nicht mehr das, was es einmal war. Wir waren ein Land ohne Krieg, ohne im Krieg beteiligt zu sein. Wir waren 70 Jahre im Frieden. Wir hatten Hat jeder seinen Platz? Sie müssen sich nicht schlagen da hinten. Wir waren ein Land mit der sichersten und günstigsten Energieversorgung. Wir waren ein prosperierendes Land, das unsere Großeltern, unsere Eltern aufgebaut haben. Wir waren ein Land mit einer Zukunftsperspektive, mit einer guten Ausbildung, mit Top-Ausbildung für unsere Kinder. Und dort sind wir nicht mehr. Wir sind im internationalen Vergleich abgestürzt. Wir haben mittlerweile die höchsten Steuern und Abgaben. Wir haben die höchsten Energiepreise. Wir sind der Geisterfahrer in der Energieversorgung. Wir sind das einzige Land, das auf Flatterstrom setzt, auf Sonne und Wind. Das heißt, wenn der Wind nicht bläst und die Sonne nicht scheint, dann haben wir keine Energieversorgung mehr. Wir sind völlig erratisch unter Angela Merkel angefangen, aus der Kernenergie raus, Kohle raus, Verbrennermotor aus. Das Rückgrat der deutschen Industrie wurde gebrochen. Die Automobilindustrie war das Rückgrat der deutschen Industrie. In der Handelsbilanz Spitze. Wir waren der Hauptexporteur von Automobilen mit Verbrennermotortechnik. Der Automobilsektor bindet die meisten Arbeitsplätze in Deutschland. Alles wurde weggewischt, bereits 2018, begonnen mit der Angela Merkel unter der CDU. Beschleunigt wurde das Ganze durch die Ampel. Es wurde alles weggemacht, was mal funktionierte. Und womit? Weil die freie Marktwirtschaft abgeschafft wurde. Die unternehmerische Freiheit wurde abgeschafft. Man hat die Bürger immer mehr eingeengt, die Unternehmen immer mehr eingeengt. Der ordnungspolitische Rahmen stimmt nicht mehr. Man hat interventionistisch eingegriffen über viel zu hohe Energiesteuern, viel zu hohe Energiebepreisung, verfassungswidrige CO2-Abgabe etc. pp. Und da habe ich noch gar nicht über solche Schwachsinnigkeiten wie Lieferkettengesetze gesprochen, über Bürokratie, über Energiepreise, über Steuern und Abgabenlasten, die zusammengenommen dazu führen, dass wir weltweit, allen voran aber in den OECD-Staaten, in den Industrieländern, das Schlusslicht geworden sind. Und da haben wir ganz klar gesagt, als Alternative für Deutschland, wir machen Politik für unser Land, für Deutschland, für unsere Bürger und wir werden das
verändern. Mit einem vernünftigen, wahrhaftigen, verantwortungsvollen, freiheitlichen Programm, mit dem wir hier in den Wahlkampf reingehen. Wir sagen ganz klar, runter mit den Steuern. Runter mit der Einkommensteuer, runter mit den Unternehmenssteuern auf ein international konkurrenzfähiges Niveau. Wir wollen eine günstige Energieversorgung, runter mit den höchsten Energiepreisen weltweit. Das heißt, wir wollen zurück zur Kernkraft über eine Technologieoffenheit, die nur gewährleistet ist, indem man die Verbote abschafft, für die Verlängerung von Kohlekraftwerken, denn Deutschland hat die modernsten Kohlekraftwerke weltweit und vor allen Dingen zu günstigem Erdgas. Egal woher es kommt, durch welche Pipeline es kommt, das ist der Mix aus diesen 3 Energieangeboten, zu dem wir zurück wollen. Und das gewährleistet eine vernünftige Energieversorgung, die sicher ist und vor allen Dingen günstig und konkurrenzfähig. Dann sagen wir ganz klar, wir wollen die CO2-Abgabe abschaffen. Die CO2-Abgabe ist verfassungswidrig, wurde eingeführt von einem gefräßigen Steuerstaat, der sich wie eine Raupe nimmersatt durch Unternehmen, durch die Arbeitnehmerschaft durchfräst und ihnen alles wegnimmt, was sie sauer verdient haben. Und darum sagen wir als AfD ganz klar, wir brauchen deutlich mehr Freiheit. Wir wollen endlich wieder Freiheit für die Bürger, für die Steuerzahler, für unsere Unternehmen. Das ist unser freiheitliches Programm zur Entlastung der Industrie und unserer Wirtschaft. Dazu gehört natürlich auch, endlich mal in den Spiegel zu schauen und die Wahrheit zu sagen. Und die Wahrheit ist, das EEG, das sogenannte Erneuerbare Energiegesetz, es sind ja gar keine erneuerbaren Energien, ist gescheitert und muss abgewickelt werden. Weg mit dem EEG, liebe Freunde. Wir sagen ganz klar, dass die deutsche Bevölkerung nicht mehr freiwillig sein darf für marodierende, ausufernde Migrantengewalt. Die polizeiliche Kriminalstatistik sagt ganz klar, dass die Ausländer- und Jugendkriminalität in unserem Land durch die Decke gegangen ist. Was ist die Ursache davon? Die Ursache ist, dass wir es zugelassen haben, dass illegale Migranten seit 2015 durch offene Grenzen in unser Land strömen, von denen unser Staat noch nicht mal weiß, wer sie sind, woher sie kommen, wie oft sie sich registrieren lassen in unserem Sozialstaat und was sie eigentlich hier zu suchen haben. Das ist die Ursache allen Übels, nur um mal Zahlen zu nennen. Seit 2015 wurden fast 7 Millionen Menschen bei uns registriert. Registriert, die zu uns gekommen sind. Die Unregistrierten, das weiß niemand so genau. Na, das ist ja die Dunkelziffer, die sogenannte. Aber mit den Registrierten sehen wir diese überbordende Belastung nicht nur kriminalitätstechnisch, die sich niederschlägt in der polizeilichen Kriminalstatistik. Nein, auch kostenseitig schlägt es sich durch. Und da ist nur ein Stichwort zu nennen: Bürgergeld. Das Bürgergeld, das ausgezahlt wird an Menschen, die nie in unser Sozialsystem eingezahlt haben. Wenn das ein Staat tut, dann überstrapaziert er das Sozialsystem, weil ein Sozialsystem eine Versicherungsgemeinschaft ist, die nur tragfähig ist, wenn diejenigen, die einzahlen, auch die Auszahlung bekommen und nicht an Fremde ausgegeben wird. Und da habe ich nicht einmal von unseren Krankenkassen gesprochen.
Wie kann es sein, dass ein Staat zulässt, dass nicht nur Sozialgelder, also Sozialleistungen ausgeschüttet werden, sondern auch Krankenkassenleistungen unbegrenzt ausgegeben werden? Auch hier ist eine Unwucht entstanden mit enormen Kosten auf unsere auf unsere Krankenkassensysteme. Auch hier müssen wir ran. Und das Programm der AfD ist hier ganz klar. Wir streichen sämtliche Sozialleistungen an ausländische Staatsbürger, die zu uns gekommen sind, die nie in unser Sozialsystem eingezahlt haben. Wir schütten keine Geldleistung mehr aus, sondern reine Sachleistung. Das ist unser Programm. Präventiv sind wir die Partei, die fordert, dass unsere Außengrenzen, die deutschen Grenzen, endlich wieder gesichert und kontrolliert werden. Das ist seriöse Politik. Wir werden es nicht als AfD zulassen in einer Regierung, dass unser Land überrannt wird von Menschen, von denen wir nicht wissen, wer sie sind und woher sie kommen. Damit ist Schluss und das werden wir auch an alle Welt kommunizieren, dass die deutschen Grenzen dicht sind und dass wir Illegale und Straftäter, Vergewaltiger, Mörder sofort abschieben werden. Das ist unser Programm für die deutsche Bevölkerung. Und sehr gerne, um das Ganze abzuschließen und abzurunden, vielleicht ein Blick auf unsere Kampagne. Sie sehen hinter uns den Slogan für unsere Kampagne Zeit für Deutschland. Denn wir als AfD, wir denken, dass es endlich Zeit ist für unser Land, für die Menschen, die hier leben, die hier Steuern zahlen, für unsere Kinder, für unsere Enkel, denen wir genau das hier schuldig sind, dass wir endlich wieder die Interessen unseres Landes in den Mittelpunkt stellen, dass unsere Kinder, die Enkel, eine Perspektive haben, eine Zukunftsperspektive, eine tolle Ausbildung genießen können an Schulen, in denen nicht herumgegendert wird mit Rinnen und Ronnen und sonst irgendwas. Auch das wird es mit der AfD nicht mehr geben. Und all diejenigen, die mir vorwerfen, ich würde ja nicht für die LGBT-Interessen und für das ganze Hü und Hott eintreten, ich kann einfach Folgendes sagen. Die Queerbeauftragten, die sich hier hinstellen und irgendwie irgendein Zeug reden, haben von meiner Lebenswirklichkeit überhaupt gar keine Ahnung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verbitte mir jede Einmischung in mein Leben, in meine Familie von diesem übergriffigen Staat. Damit muss Schluss sein. Wir wollen die Freiheit als AfD erhalten und das heißt einfach in Ruhe gelassen werden von all dem ganzen Genderzeug und von einem übergriffigen Staat. Zeit für Deutschland. Eine Perspektive für unsere Kinder, für unsere Bürger. Zeit, dass sich Arbeit wieder lohnt. Das erste Plakat dort. Zeit für die freie Meinung. Was haben wir hier? Majestätsbeleidigungsparagraf 188. Mein Kollege Stefan Brandner hat dazu eine wunderbare Rede gestern im Bundestag gehalten. Wie kann das eigentlich sein, dass irgendwelche linke und grünen Politiker, die sich irgendwie beleidigt fühlen, anders damit umgehen können als der normale Bürger? Für Politiker Majestätsbeleidigung steht bis zu 3 Jahre Haft. Ein Normalbürger mal so gerade bis zu 1 Jahr Haft. Was soll das? Das ist eine Ungleichbehandlung vor dem Gesetz. Also weg mit 188 und man kann Politiker auch als Schwachkopf bezeichnen, wenn sie von ihrem Sujet keine Ahnung haben. Entschuldigung, Zeit für freie Meinung. Nächstes, Zeit für bezahlbare Energie. Genau, endlich runter mit den Energiepreisen, runter mit den Spritpreisen und vor allen Dingen
Freies Fahren für freie Bürger. Wir wollen unseren Verbrennermotor behalten. Wir wollen Technologieoffenheit. Und wir wollen das Flaggschiff der deutschen Automobilindustrie erhalten. Und das ist Diesel und das ist ein Benziner. Und ich fahre beides. Wunderbar, ihr auch. Und so soll es auch bleiben. Ich möchte meinen Diesel und meinen Benziner behalten. Zeit für sichere Grenzen, habe ich gesagt. Ein Staat, der die Hoheit über seine eigenen Grenzen abgibt, ist ein Hippie-Staat. Er hat die Hoheit über die Grenzen abgegeben und wir haben ja auch die Hoheit über unsere Währung, haben wir uns ja auch abgegeben. Schauen Sie sich die Inflationsraten in Deutschland im Euroraum an. Die gehen durch die Decke, überbordende Lebensmittelpreise. Schauen Sie beispielsweise in die Schweiz. Da haben wir Inflationsraten zwischen 0,2 und 0,7%, weil die Schweizer Nationalbank da die Hoheit über die eigene Währung hat und wir sind hier mit solchen überbordenden Inflationsraten, weil sich hier jeder lustig verschulden kann für Menschen, die nicht Steuern zahlen. Zeit für unser Land, Zeit für Frieden. Das ist vor allen Dingen Tino Kropallas Thema, im Bundestag mehrfach vertreten. Zeit für Frieden. Wir wollen Frieden in der Ukraine. Wir wollen keine Waffenlieferung, wir wollen keine Panzer, wir wollen keine Raketen. Wir wollen den Taurus nicht für die Ukraine, damit wäre Deutschland Kriegspartei. Das mag vielleicht ein CDU-Friedrich Merz zusammen mit Habeck wollen, aber niemals mit der AfD zu machen. Wir sind Friedenspartei. Und wenn Sie den Krieg in Deutschland nicht haben wollen, dann wählen Sie die AfD. Und vielleicht noch eins dazu. Zu seriöser Politik gehört, dass sie Verantwortung übernehmen. Es wird in der deutschen Politik von den Altparteien immer ganz viel gefordert, was man denn machen sollte. Verantwortung wird nicht getragen. Und ich schlage Friedrich Merz Folgendes vor. Wenn er wirklich Taurus liefern will und mehr Waffen, dann kann er sich selbst gleich mitliefern und nicht unsere Soldaten diesem Himmelfahrtskommando ausliefern. Er soll bitte selbst gehen, zusammen mit Habeck, mit Anton Hofreiter, mit der Annalena. Sie sollen bitte alle selbst in die Ukraine gehen und unsere Leute und unsere Soldaten in Ruhe lassen. Das ist unser Petitum. Endlich mal Verantwortung übernehmen. Und so sieht Verantwortung aus. Was haben wir noch? Zeit für unsere Sicherheit. Sowieso geht durch Grenzsicherung und durch einen vernünftigen Durchgriff auf Straftäter. Machen wir mal hier, Zeit für sichere Grenzen, das haben wir alle schon. Zeit für unseren Mittelstand, der hier gerade kaputt gemacht wird. Das, was Deutschland stark gemacht hat, war über Jahrzehnte der deutsche Mittelstand. Auch hier wollen wir den Mittelstand stärken, Bürokratieabbau, Steuer runter. Ich habe das eben schon alles beschrieben. Und wir brauchen wieder Zeit für unsere Unternehmen, für unsere Arbeitnehmer, denen wir den Rücken stärken und nicht gegen die eigene Bevölkerung arbeiten. Und das ist zusammengefasst unser Regierungsprogramm. Und ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Allen voran möchte ich mich aber, und damit möchte ich schließen, bei meinem lieben Co-Sprecher, dem Tino Kropalla, bedanken. Es ist mir wirklich eine ganz große Freude, mit Tino zusammenzuarbeiten. Genauso wird es auch bleiben. Wir werden in der nächsten Legislatur zusammen als Doppelspitze wieder kandidieren. Und dementsprechend, lieber Tino, ich fände es toll, mit dir eigentlich fast schon zusammen zu sein, also zusammenzuarbeiten. Dankeschön für dein Vertrauen und für deine Unterstützung. Und damit gebe ich das Wort zurück an Sie. Vielen Dank. Jetzt haben Sie knapp eine Viertelstunde Zeit, Ihre Fragen zu stellen. Bitte nennen Sie Ihr Medium und Ihren Namen. Peter Thiele von der Bild. Frau Weidel, Sie sitzen unter dem Slogan Zeit für Deutschland, haben selbst von Ihrer Familie gerade gesprochen, mit der leben Sie in der Schweiz. Wie gehen die beiden Sachen denn zusammen? Also ich lebe nicht in der Schweiz, ich habe dort einen Wohnsitz, weil das verpflichtend ist. Und dementsprechend kann ich die Frage zwar verstehen, aber ich kann sie aufklären. Ich habe 2 Wohnsitze, vielleicht habe ich auch mehrere, haben andere Politiker auch. Einen deutlich entspannteren Umgang auch mit internationalen Beziehungen. Also Sie wissen ja auch, dass meine Partnerin Schweizerin ist, würde ich mir auch wünschen. Und auch wenn es nur für mich ist, stellen Sie das mal auch mal anderen Politikern, zum Beispiel die in Brüssel im Europaparlament sind. Ich weiß nicht, einen Moment bitte, Herr Pfalzgraf, haben Sie kommuniziert, dass wir unter Zeitdruck sind? Also wir können jetzt hier nicht, wir haben nämlich schon Viertel vor,
Viertelstunde noch bitte, weil wir haben hier parallel eine Landessprecherkonferenz, die wir gerne fortsetzen wollen. Nicole Diekmann, ZDF. Frau Weidel, wie viel wollen Sie holen bei der Bundestagswahl? Möglichst viel. Ich glaube, dass wir sehr stark abschneiden werden. Prognosen werde ich nicht setzen, denn selbst wenn wir 30% sagen und haben 29,9, werden Sie mich dann am Abend fragen, wie konnten Sie so hinter Ihren Zielen zurückbleiben. Darum bin ich da sehr vorsichtig. Ich gebe keine Wahlprognose hier ab. Nachfrage, Tino Kruppalla hat letzte Woche beim Listenparteitag in Löbau gesagt, über 20%. Warum legt er sich fest und Sie nicht? Also, Frau Diekmann, ich habe mich da nicht festgelegt. Natürlich haben wir alle Wünsche. Ja, und für uns ist es klar, und ich denke, das haben wir auch bei den Landtagswahlen gezeigt, wir müssen so stark werden. Und das ist auch unser Auftrag und auch unser Wunsch natürlich an die Wähler. Wir müssen so stark werden, dass es ohne die AfD keine Politik mehr in Deutschland gibt, dass wir mitbestimmen müssen. Das sehen wir, wie unser Land auch die letzten 4 Jahre immer weiter vor die Hunde gegangen ist mit dieser falschen ideologiebetriebenen Politik. Das ist unser Ziel. Und von daher denke ich, wollen wir stärker werden, wollen wir wachsen. Das werden wir auch tun. Und das haben die letzten Jahre auch gezeigt, dass die Geschlossenheit unserer Partei dazu beigetragen hat. Und deshalb gebe ich auch Alice Weidler vollkommen recht. Wir werden jetzt keine Zahlen nennen, um das natürlich zu unterstreichen. Ich möchte mir zum Beispiel für die Bundesländer, und auch das ist auch wichtig, dass wir so viel wie möglich Direktkandidaten auch in den Bundestag entsenden und dass wir eine Fraktion haben, die wirklich so stark ist, dass man, wie aktuell ja im Bundestag zu sehen ist, wo man wirklich wichtige Tagesordnungspunkte runterstreift, dass das nicht mehr möglich ist, dass wir auch dort an die Sperrminorität herankommen. Das muss Ziel sein und wir wollen natürlich auch hier ein so starkes Ergebnis haben, dass, wie gesagt, ohne uns keine Politik mehr machbar ist. Ja. Preuß von der Süddeutschen Zeitung. Frau Weidel, ich verstehe das jetzt so, dass Sie hier die Wahlplakate mit den jeweiligen Slogans vorgestellt haben. Wo sind Sie eigentlich dort? Inwiefern plakatiert die AfD mit Ihnen und inwiefern wird es auch weitere Wahlplakate geben, außer denen, die wir hier sehen? Oh, wir werden großartige Plakate haben, auch mit mir. Ich freue mich, dass Sie sich freuen, Herr Preuß, mich auf den Plakaten zu sehen, jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit und wieder zurück. Es wird ganz viele davon geben und Sie dürfen gespannt sein. Die werden kommen. Das haben wir uns natürlich aufgehoben. Das ist so geplant. Majdudin von der Rheinischen Post. Meine Frage ist eher theoretisch noch, was wäre denn Ihr Anspruch an eine Kanzlerschaft? Also würden Sie Kanzlerin sein wollen für alle deutschen Staatsbürger oder eher für eine Klientel? Den Anspruch haben alle AfDler. Wir sind jetzt über 50.000 Mitglieder stark mit extrem steigender Tendenz. Unser Anspruch ist, endlich wieder unser Land und unsere Menschen, die deutschen Staatsbürger, in den Mittelpunkt zu stellen. Gleichzeitig aber auch ein verlässlicher internationaler Partner zu sein. Und diese Partnerschaft haben wir verloren. Deutschland war im Ausland noch nie so unbeliebt wie heute. Warum? Weil wir keinen Kompass mehr haben. Also vor allen Dingen die Ampelregierung hatte keinen Kompass und Angela Merkel war international übergriffig. Damit haben wir uns viele Feinde gemacht, nicht nur in den USA. Trump ist jetzt auch wiedergewählt worden, der wurde ja auch die ganze Zeit durch den Kakao gezogen, sondern man hat sich auch mit den Chinesen angelegt, mit den Russen sowieso. Die Franzosen mögen uns nicht mehr, die Italiener auch nicht mehr so richtig. Und irgendwie haben wir es mit unseren Nachbarn komplett verbockt. Und da sagen wir ganz klar, mit der AfD in einer Regierungsbeteiligung werden wir wieder ein verlässlicher Partner sein für unsere Nachbarn und vor allen Dingen mit unseren Haupthandelspartnern. Das sind immer noch die USA, China und der Euroraum.
So, mein Name ist Steff Manzini von der Stadtzeitung mit Doppel-T, Stadtzeitung.org, Neue Medien. Frau Dr. Weidel, Sie haben hier plakatiert, Zeit für freie Meinung. Wir erleben eine öffentliche Meinung und die große Diskrepanz der veröffentlichten Meinung. Sollten Sie Kanzlerin werden, was tun Sie bezüglich der Rundfunkgebühren für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der seine Aufgabe schon lange nicht mehr wahrnimmt? Und was tun Sie, um neue Medien zu stärken? Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat sich zu einem Regierungsfunk gewandelt. Und das ist keine positive Entwicklung. Wir sehen nicht eine kritische Meldung, was die Regierungsarbeit anbelangt. Da konnte schon unter Angela Merkel alles gemacht werden, was man wollte. Und die Begleitung war mehrheitlich komplett unkritisch. Stichwort Corona-Maßnahmenpolitik. Der Öffentlich-Rechtliche hat alles mitgetragen und alle kritischen Stimmen wurden mundtot gemacht. Angefangen mit den Ausgangssperren, mit dem Infektionsschutzgesetz, allen voran aber mit der versuchten Zwangsimpfung eines experimentellen Impfstoffes, der sämtliche Testphasen nicht durchlaufen hatte. Jegliche Diffamierung von Ungeimpften, das hat man alles durchlaufen lassen. Man hat von einer Pandemie der Ungeimpften gesprochen. Man hat Menschen genötigt, sich impfen zu lassen. Stichwort im Krankenhaus, in der Bundeswehr, Ärzte, alles wurde mitgemacht und nicht ein kritisches Wort, dass die Testverfahren von diesem hochexperimentiellen Impfstoff überhaupt gar nicht durchlaufen wurden. Und auch heute ein komplettes Versagen in der Aufarbeitung, was dort schiefgelaufen ist. Jeder macht einmal Fehler. Und ich kann wirklich auch nachvollziehen, dass die Regierung damals angefangen mit Angela Merkel enorm unter Stress stand, weil man nicht wusste, was ist das eigentlich? Muss man einfach so stehen lassen. Aber im Nachgang, Jahre später, bei der Faktenlage, CDU und SPD gemeinsam Untersuchungsausschüsse zu verhindern, dass man einfach mal sich anschaut, hey, was ist da eigentlich passiert? Welche Fehler wurden gemacht? Was kann man das nächste Mal besser machen? All das wird überhaupt nicht gefordert. Es ist absolute Funkstille. Und darum ist es so wichtig, dass es die AfD gibt. Denn wir sind die Einzigen, die Untersuchungsausschüsse überhaupt fordern zur Aufarbeitung der Corona-Zeit. Und vielleicht noch ein letztes. Ich finde es auch moralisch, und das sage ich, obwohl ich eine Verfechterin der Verantwortungsethik bin. Ich finde es moralisch auch absolut verwerflich, wie man mit den Impfgeschädigten umgeht. Kein Wort zu den Menschen, die durch diese Impfung Thrombosen entwickelt haben, die gestorben sind. Kein Wort zu den Menschen, die nachhaltig geschädigt wurden, deren Immunsystemfunktion wirklich herabgesetzt wurden, die Langzeiterkrankungen entwickelt haben. Hier würde ich mir auch deutlich mehr eine Flankierung des Öffentlich-Rechtlichen wünschen. Und jetzt noch mal, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Ich bin für deutlich mehr Wettbewerb im Medienmarkt. Und das heißt, dass sich auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk in diesem Wettbewerb freiheitlich, marktwirtschaftlich behaupten muss. Und dementsprechend gehört die GEZ und Rundfunkgebühr gänzlich abgeschafft. Ja, schönen guten Tag, Henning Hofgott, Junge Freiheit. Herr Kropalla hat die Partei mit einer Fußballmannschaft mit einer Stürmerin verglichen. Er selbst will den Libero machen, mit dem spielt heute allerdings kaum noch jemand. Ist das nicht auch ein Modell für die Bundestagsfraktion, dass man da auch künftig nur noch mit einem Stürmer spielt? Und wenn nein, warum eigentlich nicht? Sie müssen mir verzeihen, dass ich in Fußballbildern nicht so gut denken kann, also weil ich davon einfach nicht so viel Ahnung habe. Aber für die Bundestagsfraktion bedeutet das, dass wir in einer Doppelspitze, in der bewährten Doppelspitze auch weitermachen werden, so wie ich es auch eingangs erwähnt habe. Vielleicht ergänzend dazu, um das nochmal zu erklären, auch für die junge Freiheit. Wie du magst, ja. Ja,
Ich meine, wenn man sich die Vergangenheit der letzten Jahre anschaut, und ich denke, das hat sich auch bewiesen, seitdem die Doppelspitze in der Partei Alice Weidel, Tino Kruppalla existiert, auch in der Bundestagsfraktion. Wie haben sich unsere Wahlergebnisse, auch unsere Umfrageergebnisse entwickelt? Wie hat sich die Partei insgesamt professioneller aufgestellt? Weniger Streit nach außen, viele Diskussionen weiterhin nach innen. Aber ich denke, das hat gezeigt, dass diese Spitze bewiesen hat, dass wir die Partei dahingehend gebracht haben, dass wir überhaupt in der Lage sind, eine Kanzlerkandidatin aufzustellen. Und deswegen habe ich das auch genauso verglichen, dass wir natürlich, und das ist auch mein Anspruch immer als Parteivorsitzender gewesen, ein Team sind und auch eine Mannschaft sind. Denn einer alleine, und das zeigen ja auch andere Parteien, können keine Partei zu Erfolg bringen. Das wird in Deutschland die nächsten Jahre, denke ich, nicht geschehen. Und deshalb ist es auch mein Anspruch als allererstes, und hier steht Zeit für Deutschland, es geht um unser Land als allererstes. Und diese ganzen parteipolitischen Taktierereien, die wir aktuell ja auch in vielen Bundesländern sehen, sollten der Vergangenheit angehören. Denn die Menschen erwarten von uns Lösungen. Die Menschen wollen ihre Probleme gelöst haben und keine Brandmauern, die neu errichtet werden und von anderen Politikern so weit ausgerichtet werden, dass man eine demokratisch legitimierte Partei und auch gewählte Partei ausgrenzt. Und deshalb wird für uns immer der Anspruch sein, dass wir als Mannschaft über die Länder natürlich genauso, wo viele engagierte Landessprecher, Landesvorsitzende sind, die eine wunderbare Arbeit leisten, das auch in Zukunft als Team und als Mannschaft leisten werden. Und deshalb freuen wir uns auf diesen Wahlkampf, und der wird auch in den Bundesländern von diesen Landessprechern und Landesvorsitzenden mit unterstützt. Vielen herzlichen Dank. Jetzt gehen wir zurück zur Konferenz. Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Tag. Wir werden uns jetzt noch in den nächsten Wochen und Monaten sehen und wir freuen uns darauf. Machen Sie es gut, schönes Wochenende. Wenn euch das Thema genauso wichtig ist wie mir, dann lasst uns drüber diskutieren. Schreibt in die Kommentare, was ihr von Alice Weidels Rede haltet. Kann sie Deutschland wirklich verändern? Vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine spannenden Analysen mehr verpasst. Und denkt dran, eure Unterstützung zählt. Jeder Kommentar, jedes Teilen macht einen Unterschied. Bis zum nächsten Mal. Bleibt kritisch und wachsam. Geht raus, liebe Leute, es ist wieder soweit. Wählt das Blau, das uns in die Freiheit geleitet. Demokratie und Grundwerte, das ist unser Plan. Mit der AfD kommt ein neuer Morgen an. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land. Das ist unser Ziel, mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Volksabstimmungen, das Schweizer Modell. Das ist unser Weg, das finden wir ganz toll. Bundespräsidentenwahl direkt durch dich und mich. Mit der AfD wird Deutschland wirklich neu und frisch. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land. Das ist unser Ziel, mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Opferschutz statt Täterschutz, das ist unser Recht. Unabhängige Richter, da wird's wieder echt gerecht. Deutsche Grenzen schützen, das haben wir erkannt. Mit der AfD, da bleibt Deutschland in der Hand. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land. Das ist unser Ziel, mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Kinder und Familien, die sind uns viel wert. Die deutsche Sprache, die haben wir geehrt. Der Klimaweg endet, Umwelt wird geschützt. Mit der AfD wird Europa neu gemixt. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land. Das ist unser Ziel, mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Familien, die sind uns viel wert. Unabhängige Richter, da läuft's wieder echt. Deutsche Grenzen schützen, das haben wir erkannt. Mit der AfD wird Deutschland in der Hand. Hey, 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 macht die Kreuze klar